dass man ihm auch ein Stück weit wollte, ein Exempel statuieren gegen ein Taugenichts, gegen jemanden, der der Gesellschaft nichts bringt, gegen jemanden, der stört. Landesverräter ist ein Film nach einer wahren Geschichte, nach der Erschießung von Ernst Schrämli, wo das erste Todesopfer war im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz, wo wegen Landesverrat hingerichtet worden ist im Alter von 21 Jahren. Also Ernst, wann hast du beschlossen, mit den Deutschen zusammenzuarbeiten? Ich habe den August Schmid zufällig kennengelernt. Er hat gemeint, ich könnte in Berlin Sänger werden. Es schwören die Soldaten, für die Verteidigung des Vaterlandes Leib und Leben zu opfern. Ich schwöre es! Es ist ein Film, der versucht, die Geschichte nachzuerzählen, stark aus seiner Perspektive. Weil es hat einen Dokumentarfilm in den 70er. Es ist ein Film, der immer über ihn geredet worden ist. Und mein Wunsch war von Anfang an, dieser Figur, die mich jetzt seit Jahren beschäftigt hat, ein Gesicht zu geben. Ich glaube, es ist bei jedem Film, bei jedem Kunstwerk über eine wahre Begebenheit ist man irgendwie, stößt man an Grenzen. Meine Maßgabe war, ich würde gerne einen Film machen, wo am Ernst gerecht wird, wo seiner Geschichte grundsätzlich gerecht wird und wo einen emotionalen Kern vielleicht von seinem Wesen trifft. Sonst sehe ich mich halt irgendwie dann eher als Geschichtenerzähler als als Geschichtslehrer. So. Was für Dienst hat denn der Herr Schmid von dir verlangt? Hohlladungsgranaten. Weißt du, wie die aussehen? Es ist eine ambivalente Figur, die einfach auch ein sehr junger Mensch war, der versucht hat, ein neues Leben ein besseres Leben irgendwie zu wählen. Und das ist nicht erlaubt in einer Gesellschaft, die einfach sehr, sehr engstirnig auch war damals. Und da einen Einblick rüberzukommen, oder immer mehr Einblick rüberzukommen, hat irgendwie über die Jahre dazu geführt, dass ich das Gefühl hatte, ihn irgendwann relativ gut zu kennen. Also so, dass ich angefangen habe zu spüren, was ihn umgetrieben hat oder was auch die Widersprüche waren, die ihn umgetrieben haben. Und das ist natürlich eigentlich ein sehr schöner Prozess gewesen, dass sich eine Figur, ein echter Mensch, der so jung hat müssen sterben, irgendwie Jahre später so nähern zu dürfen. Die Frage war von Anfang an, wie geht man mit dieser musikalischen Ebene um, mit der Liebe vom Ernst zur Musik. Irgendwann ist die Idee gekommen vom Chor, weil der Ernst jemand ist, der auch in seinen Briefen sehr blumig schreibt, einen Hang zum Theatralen hat, wo glaube ich auch manchmal sein Leben auf eine merkwürdige Art und Weise selber fast wie eine Oper gesehen hat. Aus dem ist dann der Gedanke entstanden, dass man vorher Figuren schon singen an wichtigen, weichen Stellen zwischen ihnen und dem Ernst. Du musst dich von mir fernhalten, mein Junge. Ich habe keine Angst vor ihnen. Vorderes Glied! Kniet nieder! Legt an! Eigentlich ist seine Geschichte, tragischerweise, ist natürlich auch eine Geschichte, die jetzt noch relevant ist durch seine Exekution. Und in dem Sinn könnte man auch ganz überspitzt sagen, das ist eigentlich fast seine grosse Show gewesen. Ich finde, dass am Ernst seine Geschichte steht ein bisschen auch symptomatisch für das Verhalten der Schweiz, das sich damals wie ausprägt hat. Dass ich finde, dass die Neutralität irgendwo auch ein Vorwand ist, ein Stück weit, wo aber immer dazu gebraucht worden ist, um eben auch andere Deals einzugehen. Was mich von Anfang an irgendwie umgetrieben hat, ist, dass ich wie gemerkt habe, das Thema kennt heutzutage, gerade so aus meiner Generation, ist das so vielen Leuten unbekannt, dass ich gefunden habe, man muss das unbedingt wieder auf den Teppich bringen. Ich will es wieder gut machen, Herr Graf. Vater! Gut machen. Auf Landesverrat steht Todesstrafe. Du hast mich ausgenutzt! Ausgenutzt! Du bist ein Träumer. Da überlebst du nicht. Träumer sagen jetzt mal, will ich ein Leben haben wollen wie ein Mensch. Ist das nicht mein Recht? Ich erhoffe mir, dass der Film die ganzen Themenbereiche stärker in die Öffentlichkeit holt. Und ich würde mir wünschen, dass die Schweiz schafft, sich ein Stück weit auch zu öffnen oder in einer internationalen Gemeinschaft irgendwie solidarischer aufzutreten. Weil ich finde schon, dass die Themen bis ins Jetzt hineinreichen, Stichwort Ukraine-Krieg,
wenn Waffenlieferungen blockiert werden an die Ukraine, aber russische Gelder auf Schweizer Banken verschoben werden, dann finde ich schon, ist das im Sinn vom internationalen Gefüge spielt die Schweiz schon immer gerne so eine Sonderrolle, wo ich mir würde hoffen, dass sich das ändert.